Wir haben im Tech Talk schon viel darüber gesprochen, welche Potenziale und Herausforderungen sich für Unternehmen eigentlich durch Künstliche Intelligenz, insbesondere Generative AI, ergeben. Und deswegen freut mich das heute, dass wir heute einmal auch mit einem Unternehmen sprechen, nämlich einen Vertreter, Matthias Heinrich, der die KI-Initiativen bei der GEA Group verantwortet, ist heute zu Gast. Mit ihm werde ich einfach mal sprechen, wie gehen die dabei vor, welche Chancen sehen sie da drin, aber auch welche Probleme vielleicht jetzt auch schon aufgetaucht sind. Ja, herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du heute Zeit hast, dass wir einmal über das Thema KI bei GEA und auch in deinem Bereich und deinen Projekten mal sprechen können. Aber bevor wir reinsteigen, ich weiß, GEA ist eine große Firma, ich kenne sie schon lange und auch gut. Aber was macht GEA eigentlich für so unsere Zuhörer mal so allgemein? Genau, ist immer sehr spannend. Ne? GEA, großes Unternehmen, in der Industrie sehr bekannt, aber nicht bei den End-Usern. Genau, ist ein großer Maschinen- und Anlagenbau. Wir machen also viel Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Großanlagenbau. Ne, viel im Bereich Food und Pharma, also Lebensmittel, Medikamente und Co. Ne, und so der Klassiker ist immer das Bier. Also jeder 2. Liter Bier auf der Welt läuft durch eine unserer Maschinen. Deswegen sind wir alle jeden Tag in Kontakt mit Produkten, die unsere Maschinen verarbeiten. Und das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen. Und natürlich so als, ich sag mal, Technologieführer, was so unsere Aspiration ist, wo wir auch hinwollen. Natürlich diese Themen, die wir gleich auch besprechen, super spannend. Und deswegen setzen wir uns da auch intensiv mit auseinander. Ja, super. Sagt man aber oft den Maschinenanlagenbauern nach, sind ja keine Softwareunternehmen und KI eher weiter weg. Aber ihr beschäftigt euch ja sehr intensiv mit dem Thema, jetzt du im Besonderen natürlich mit dem Thema KI. Warum? Also welche Potenziale seht ihr da für euch als Unternehmen? Und vielleicht hast du auch 1 oder 2 Use Cases, die du auch schon im Kopf hast, an denen ihr arbeitet. Das ist, glaube ich, ganz spannend, mal reinzugucken. Genau, was wir uns angucken ist natürlich, also KI beschäftigt uns ja schon sehr lange. Maschinelles Lernen kennen wir auch alles aus den letzten Jahren schon ein Stück weit. Und natürlich wie auf der ganzen Welt der Hype um die generative KI für uns sehr spannend, weil wir natürlich sehen, die sind große Sprachmodelle, wie der Name sagt, besonders gut darin, Sprache zu verarbeiten. Und große Teile von Prozessen halt heute immer noch auf Dokumenten basieren. Ne? Wir haben viel Kundenkommunikation, viel Interaktion, wir haben sehr, sehr viel, ich sag mal, Kundenspezifikationen im Rahmen der Auftragsabwicklung zum Beispiel. Und deswegen sehen wir natürlich ganz viele Benefits, weil wir sehen sowas wie Spezifikationen zusammenfassen, schnell zu Ergebnissen kommen, Reaktionszeit zum Kunden verkürzen, die Qualität in der Kommunikation auch zu erhöhen. Das sind natürlich alle sehr, sehr spannende Effekte, die dann uns Effizienz bringen auf der einen Seite, aber natürlich auch eine höhere Qualität idealerweise halt zum Kunden nachher. Absolut. Das heißt, ihr schaut euch jetzt nicht nur die Produkte an, die ihr habt, da spielt natürlich KI auch eine wichtige Rolle. Wir sprechen ja oft über den intelligenten Separator und haben wir da ja schon seit Jahren dran. Aber es geht tatsächlich auch um den gesamten Wertschöpfungsprozess eigentlich dahinter. Ne? Also ich spreche ja viel über das Engineering, aber es geht ja eigentlich sehr stark dann auch um Service-Themen zum Beispiel, was ja für euch wahrscheinlich ein sehr großes Thema ist, wo ja wahrscheinlich viele Potenziale auch durch KI schneller und besser sind, weil wenn ein Separator beim Kunden steht, dann ist er nicht so glücklich. Genau, und das ist eigentlich das, was es, glaube ich, heute auch anders macht. Ne? Also ich sage, Machine Learning und so haben wir uns ja schon lange mit auseinandergesetzt und früher sehr auf Produkte auch geguckt, wie viele Unternehmen. Man sieht natürlich immer, hey, das ist gut, jetzt kriege ich den Trigger halt ins Unternehmen rein, da ist was passiert, ich habe eine Anomalie und so weiter. Und dann lande ich in so einem analogen Prozess im Worst Case. Ne? Und das macht natürlich keinen Sinn. Und da hilft natürlich heute generative KI, deswegen auch dieser Fokus, wo ich jetzt Briefings machen kann für Serviceleute vielleicht relativ schnell, wo ich schon mal die Historie viel besser zusammenfahren kann, wo ich vielleicht auch schon Empfehlungen ableiten kann, was kann ich denn jetzt tun, um die Maschine wieder zu reparieren, so dass man einfach diese berühmte First-Time-Fix-Rate, also wie kann ich dafür sorgen, dass der Kunde möglichst schnell eine Problemlösung bekommt, optimieren, mal so als ein Beispiel aus dem Service. Ne? Genau wie das jetzt bei Claims dann ähnlich sein kann oder halt in der Auftragsabwicklung. Und da sieht man halt, okay, man muss eigentlich, wie du schon sagst, die Wertschöpfungskette end-to-end durchdenken. Also vom Engineering, Requirements Engineering, was bei uns halt auch ein Kundenauftrag ist. Ich kriege eine Spezifikation, ich muss die lesen, verstehen, das Ganze engineeren, bis halt zur Auftragsabwicklung, bis dann in After-Sales nachher, wo der Service passiert. Und das ist, wie gesagt, halt das Spannende, weil man jetzt auch mehr auf die interne Seite guckt, muss man auch sagen, als das vielleicht früher war, weil alles so Industrie 4.0 war ja sehr kundenzentriert. Maschinen, Konnektierbarkeit, Maschinen ins Feld kriegen, Daten auslesen. Und jetzt durch generative KI und die Technologien, die halt drumherum entstehen, man eigentlich auch die internen Prozesse auf das Level kriegt, sodass dann die End-to-End-Kette nachher Sinn macht und die Effizienz dann in Summe auch irgendwo steigt. Absolut. Ich sage immer, eigentlich bei dem Thema Gen AI geht es eigentlich um Wettbewerbsfähigkeit, die zu steigern, also die eigene Wettbewerbsfähigkeit durch, wenn man schneller ist, produktiver, neue Ideen, vielleicht die Projektierung auch einfach schneller ist. Was sind alles so Sachen, die konnte man sich in der Vergangenheit, glaube ich, noch erlauben, aber mittlerweile ist der Wettbewerb doch wahrscheinlich in vielen Bereichen so stark, dass man sich da auch diversifizieren muss, indem man einfach schneller und effizienter ist. Und wir haben auch das Thema Fachkräftemangel. Also die haben gar nicht so viele Leute, die diese Projekte so einfach gestalten können. Ne? Und das ist so. Und das ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Ne? Also alle, die Engineering machen, kennen das, Babyboomer, ne? Die starke Generation, die jetzt so in den nächsten 8 bis 10 Jahren ganz massiv in Rente geht.
Und deswegen ist es für uns auch Zukunftsfähigkeit, ne? Weil wir natürlich sehen, okay, die jungen Leute, die mit so einem ChatGPT heute groß werden, die interagieren ganz anders. Also wer so diesen GPT-4o-Lounge mitgekriegt hat, ich spreche da jetzt wie mit einer normalen Person, das Interagieren ist eigentlich ganz, ganz anders. Also die Leute, die nachrücken, werden eine ganz andere Erwartungshaltung haben und natürlich das Riesenthema auch, ich sag mal, Wissenskonservierung, also wie kriege ich eigentlich Wissen von Köpfen transferiert in die Systeme, um sowas wie auch Systems Engineering und Co. nachher zu ermöglichen. Weil das natürlich immer die Grundlage ist. Ne? Also auch bei uns im Bereich Data-Driven Services, Data-Driven, ohne Daten geht nicht viel. Aber auch da wieder generative KI. Ne? Deswegen haben wir da wirklich auch da einen Fokus, weil wie der Name sagt, ich kann jetzt auch Daten in guter Qualität erstmal generieren, weil viele Machine Learning Cases früher ja auch daran gescheitert sind. Wir haben die Daten nicht und jetzt kann ich auch Prozesse verbessern und die Datenqualität eigentlich erhöhen durch diese Anwendung. Und dann ist es so ein Win-Win eigentlich. Der Prozess wird idealerweise einfacher, schlanker, verbessert sich und die Daten, die hinten rauskommen, sind eigentlich noch optimaler, um damit auch die, ich sag mal, Machine Learning-Ansätze, die wir dann schon kennen, auch wieder verarbeiten zu können. Ja, absolut. Ich war neulich bei einer Firma und da ging es auch darum, dass man natürlich die Ingenieurinnen und Ingenieure, auch die Entwickler, gar nicht so leicht dazu bekommt, ist man in der Forschung ein leidiges Thema, ihr Wissen weiterzugeben oder zu externalisieren, wie man so schön sagt, also irgendwie zu Papier zu bringen und das kann man auch verwerten. Oder im Servicebereich, dass die Servicetechniker wirklich das alles so schön dokumentieren, was passiert ist, um dann aus der Vielzahl der Servicefälle tatsächlich wieder was zu lernen, vielleicht auch für die Entwicklung heraus. Und das ist natürlich jetzt spielend einfach. Ne? Du hast es gesagt, GPT-4o, ich spreche einfach damit, ich gebe das ein, vielleicht auf dem Rückweg nach dem Service-File, was habe ich getan und das wird dann automatisch maschinenlesbar dann auch verarbeitbar. Das ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial. Ja. Und da gibt es wahrscheinlich so viele Use Cases, die können wir heute gar nicht alle aufzählen. Das ist so, ne? Aber es hat halt einfach, ich sag mal, was Spielerisches fast, ne? So diese Interaktion ist relativ einfach, relativ wenig technisch. Ich starte die App, so spreche rein und dann wird das gemacht. Und auch da früher ist ja immer so das gleiche Problem, was dann alle hatten auch, ne? Die Technologie war schon da, wir konnten alle Machine Learning, aber der Erfahrene, der das Wissen teilen soll, war dann nicht bereit, weil der Junior es eigentlich braucht und der Erfahrene hat es ja schon, ne? Dann war das immer so diese Diskrepanz auch oft. Gut, warum soll ich das Wissen jetzt da reintun? Ist für mich mehr Aufwand, ich habe nichts davon. Und der andere sagt, gut, ich kann nichts reinspeisen, weil ich die Erfahrung noch nicht habe. Und jetzt ist es genau das, ich spreche da rein, ich kriege einen Service-Report vielleicht, cool, da habe ich was von und das Wissen, da hat der andere auch was von. Ne? Und dann gibt es so diese Synergie auch einfach. Absolut. Eigentlich müsste es ja so sein, dass man es gar nicht merkt, dass man Daten erzeugt für die Verbesserungsprozesse. Das hatte ich neulich mit der IG Metall besprochen. Natürlich, da kommt natürlich die Warnglocken an. Man wird alles mit aufgenommen, alles wird dokumentiert und gar in Bewegung. Das ist natürlich ein kritischer Teil, den wir diskutieren müssen. Ja. Ich habe aber gestern oder vorgestern tatsächlich auf Twitter gesehen, das muss ein Coffeeshop gewesen sein, wo ich sowas wie Starbucks, will jetzt keine Werbung machen, aber sowas in der Art. Ich war aber, glaube ich, nicht Starbucks selbst. Ja. Und das haben die alles per Video aufgenommen und dann wirklich, getrackt, wie lange es gedauert hat, dass die Kunden den Shop betreten haben und mit dem Kaffee wieder gegangen sind. Und das haben sie dann zugeordnet auf die Mitarbeiter, die gerade Stichzeit. Und dann haben sie gebenchmarkt. Das ist natürlich schon sehr kritisch, aber es war irgendwie schon etwas, wo man sagt, okay, das ist natürlich das Maximale was man an Daten so erheben kann. Aber da müssen wir natürlich noch einen Weg finden. Das wird bei euch auch nicht gehen, dass wir jetzt auf jedem Arbeitsplatz eine Kamera hinstellen und alles aufnehmen. Hat ja seine guten Gründe auch, aber irgendwie müssen wir uns auch dem Thema nähern, um da einfach auch tatsächlich eine gute Qualität der Daten zu haben. Genau so ist das. Ne? Deswegen, also gerade das ist ein gutes Beispiel, so Vertrauen spielt da ja auch eine große Rolle. Ne? Ich meine, wir haben ja auch nicht umsonst Betriebsräte und es ist auch gut, dass die da sind. Und deswegen gucken wir viel auch so auf Enablement. Ne? Also so Thema Microsoft Copilot kennen ganz viele. Deswegen haben wir so einen klassischen Bottom-up, Top-down-Ansatz, wo wir sagen, okay, wir müssen natürlich strategisch Dinge von oben entscheiden, weil das auch Investments sind. Aber wir müssen halt von unten die Leute auch enablen mit ganz pragmatischen Schulungen, wo sie für ihre Rolle auch verstehen, wo es hingeht. Weil eins ist ja klar, ich sag mal, wir sehen das, ne? Arbeitskräftemangel, okay, es wird jetzt nicht besser auf dem Arbeitsmarkt kurzfristig. So die Babyboomer gehen trotzdem in Rente, ob wir das möchten oder nicht. Und die Leute sind alle nicht weg, die da noch da sind, sondern die machen vielleicht ein bisschen was anderes. Und das ist, glaube ich, die Normalität, wo wir sie durch Enablement auch hinkriegen müssen. Dass man dann lernt, okay, auch so ein Copilot, da schreibe ich vielleicht keine E-Mails mehr, sondern die Power-User heute, die schreiben alle nur noch Stichpunkte, lassen dann ChatGPT oder Copilot die E-Mail schreiben. Und dann habe ich plötzlich Zeit für andere Dinge. Ne? Oder bei den Ingenieuren ja auch, wo wir sehen, naja, wir machen ja nicht weniger Engineering, aber die haben halt mehr Zeit für das, was sie tun wollen, nämlich Engineeren. Ne? Und einfach diese Overheads, genau, so E-Mails, Zusammenfassungen und. Und das sehen wir einfach da. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dieses Vertrauen in die Systeme, also die Angst zu nehmen, oh, der macht mich jetzt überflüssig, sondern wie der Name ja bei Microsoft auch sagt, ist halt mein Copilot, so der hilft mir jetzt, Dinge loszuwerden, die ich vielleicht auch gar nicht machen möchte. Und das schafft ja eigentlich genau diesen Freiraum, wo wir sehen, da, wo KI noch nicht alles leisten kann, ne, so diese Kreativprozesse, neue Ideen ausbrüten, neue Produkte designen, mit Kunden interagieren, also auch mit meinen externen Kunden vor allen Dingen, viel mehr in Dialog zu treten und die Schnittstelle zu besetzen, was ja heute so das A und O ist.
Und das ist, glaube ich, der große Hebel nachher auch, ne, dass sich das verändern kann. Ja, ich halte das also aus mehreren Gründen sowieso für wichtig, weil es kommt ja auch eine Generation nach, die das wahrscheinlich gar nicht mehr anders können wird. Die wird vielleicht keine E-Mail so schreiben, wie wir es noch gelernt haben. Ja. Ich glaube, meine Eltern würden schon sagen, ich bin nicht mehr in der Lage, einen Brief zu schreiben. Ja. Also so hat sich das ja auch schon gewandelt. Ja, und dementsprechend glaube ich, dass sich das massiv dann entwickelt. Und wenn ich so an meinen Sohn gucke, der macht schon sehr viel mit ChatGPT. Ja. Und der wird das nicht mehr anders kennen. Und die Erwartungshaltung wird so sein. Deswegen ist es natürlich richtig, dass die Unternehmen sich anstellen, weil die kommen ja in 10 Jahren am Arbeitsmarkt. Ja, klar. Ist ja nicht mehr so Ewigkeiten hin. Wenn die jetzt noch in der Schule sind, sind die in 10 Jahren dann irgendwie einsatzbereit, sollten sie dann zumindest sein. Das ist so, ne? Und das macht es, glaube ich, auch so spannend gerade, weil man auch so diese Bitkom-Studien, die ja immer wieder kommen, wo man sieht, so 50% haben es wirklich schon mal ausprobiert in ChatGPT, der Rest noch nicht. Und dann auch da gibt es so eine gewisse Schere, glaube ich, ne? Dass man sieht, so die Nachfolgegeneration, die sagt, was macht ihr da? Das kenne ich ja gar nicht anders, ne? Wo ist meine ChatGPT oder was auch immer App? Und die Generation dahinter brauchen wir so ein bisschen mehr Onboarding, weil die natürlich nicht ihre Hausaufgaben mit so einem System gemacht haben, ne? Die das noch sehr klassisch kennen. Und deswegen halt dieses Enablement auch wieder, wo wir gucken, auch so mit Schulung, wo holt man die eigentlich ab? Ne? Sonst ja so wie hier auch, schreibe ich heute noch Anleitungen, eher nicht, sondern da brauche ich auch so Videoformate, ich muss mir Gedanken machen, wie ich die Leute eigentlich erreiche. Und dann, wie gesagt, bei dem einen die Angst abbauen und der andere wird sagen, wenn ihr das nicht habt, komme ich gar nicht erst, weil ich habe ja meine Hausaufgaben jetzt 10 Jahre damit gemacht, wieso kann ich das hier nicht auch nutzen an der Stelle? Absolut. Ja, und ich glaube, total wichtig ist für alle, diese Neugier auch damit zu arbeiten. Das ist ja eine spannende Zeit, wo noch keiner so 100% sagen kann, aber die Neugier, ich glaube, das ist auch die Hauptvoraussetzung. Gar nicht jetzt, dass ich schon total viel mit KI gemacht habe oder dass ich jetzt totaler Technikfreak bin, sondern tatsächlich diese Neugier, diese Sachen auszuprobieren und sie werden ja immer zugänglicher. Das heißt, die Hemmschwelle, sich damit zu beschäftigen. Also wenn jetzt ein Neunjähriger wie bei mir sich damit beschäftigen kann, dann bin ich davon überzeugt, dass jeder in der Arbeitswelt sich damit beschäftigen könnte. Ja, klar. Muss aber halt letztlich auch wollen. Welche Herausforderungen seht ihr trotzdem bei euch im Unternehmen so gerade? Also was sind so, wo du sagst, das sind die Dinge, an denen müssen wir arbeiten, beziehungsweise das ist noch so unklar auch, wo die Reise hingeht. Also ich höre oft so, welche Rolle spielen jetzt eigentlich Sprachmodelle so in der Unternehmens-IT irgendwann mal. Ne? Also jeder hat jetzt so seins und jeder Bereich, manchmal auch so Use-Case-spezifische Co-Pilots, aber am Ende des Tages sind ja diese LLMs etwas, was ja die grundsätzliche IT-Struktur eines Unternehmens revolutioniert. Genau, und das ist, glaube ich, auch eins der größten Themen. Also Enablement, klar, ist auch eine Herausforderung, aber gerade das, was du sagst, IT-Systeme, ne? Weil wir sehen natürlich, klar, jetzt habe ich einen Copilot, super. Ja. Jetzt habe ich aber Daten im SAP, da fängt es schon an. So, wie kriege ich jetzt die Brücke vielleicht zum SAP hin? Ne? Das ist so ein Thema. Und wir sehen natürlich auch jetzt so mit Knowledge-Graphen, Graph-Datenbanken, also einfach andere Arten von Datenspeicherung. Ja. Die schmeißen natürlich schon die Frage auf, ist das richtig, dass wir so wie heute in den CRM ein Dokument liegen haben? Oder müsste das eine Graphenstruktur sein in einem Knowledge-Graphen? Fragezeichen. Ja. Und deswegen machen wir mit euch auch gerade einige Projekte, um mal so diese Grundsatzfragen, die man sich eigentlich am Anfang stellen muss, da für uns sichtbar zu kriegen und auch eine Entscheidung zu haben, weil das sind ja Projekte für die nächsten viele, viele Jahre, sag ich mal. Absolut. Weil das ja ganz viel, ich sag mal, Paradigmenwandel eigentlich ist in der IT. Ne? Wir kommen ja immer noch viel so aus so einem Service-Ownership-Gedanken. Standardisierte Services, die zur Verfügung stellen. Die Daten sind schön im SAP, wo sie hingehören und verlassen das System halt nicht. Jetzt kommt plötzlich so eine Microsoft Azure als Beispiel mit einem AI-Service und jetzt kriege ich die Daten nicht. Ne? Und dieses ganze Thema Schnittstelle, Self-Service-Konzept, Daten-Ownership, Data-Governance, also auch organisatorische Facetten, das werden, glaube ich, so die Herausforderungen werden. Ne? Dass wir einfach da Wege finden müssen, wie man mit sauberer Governance, mit vernünftiger Information Data Security trotzdem das hinkriegt, weil wir halt nicht aus Sicherheitsgründen auf alle Vorteile verzichten können natürlich. Genauso wie wir aufgrund der Vorteile natürlich nicht alle Sicherheit außen vor lassen können. Ja. Und das, glaube ich, auszubalancieren und dann diesen IT-Wandel auch hinzukriegen. Und das wird eine der großen Herausforderungen neben halt dem organisatorischen Verändern und dem Enablement der Leute. Absolut. Nee, das sehe ich auch. Ich sehe das gerade auch für kleinere Unternehmen. Das ist ja schon immer das ganze Thema Datenmanagement, ein Riesenthema. Stammdaten, von Stammdaten bis hin zu SAP, Versionierungen und dergleichen war schon immer ein Thema. Und ich will nicht sagen, mein Mitleid hält sich in Grenzen, aber ein bisschen schon, weil wir sprechen natürlich nicht seit gestern darüber, dass die Digitalisierung voranschreitet und Unternehmen volle Kanne treffen wird, wie auch andere Bereiche, Verwaltung und dergleichen. Und deswegen ist man natürlich gut beraten, dass man nicht eine EDV hat, sondern wirklich einen CIO oder einen CIO-Bereich, der wirklich das proaktiv gestaltet, weil, komme ich zum Anfang fast schon wieder zurück, das ist die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. So genau auf dieser Ebene, ne? Und nicht unbedingt nur in den Produktionsprozessen, sondern tatsächlich aus diesen datentechnischen Strukturen und Prozessen. Das ist so, ne? Und ich glaube, was auch wichtig ist, gerade was du sagst, so mittlere, kleine Unternehmen, wir haben ja den Luxus, muss man sagen, jetzt nehme ich die Rolle bei uns in der Division ein, wo wir auch gucken, was passiert da eigentlich gerade, was schon auch ist. So, ihr habt einen Tommy, der das bei euch macht.
Und das haben wir auch in dem letzten ITSO-WL-Talks mal so ein bisschen betont. So, man braucht eigentlich einen, der überhaupt erstmal versteht, was passiert da gerade. Ne? Weil jeden Tag, jede Woche kommen neue Tools raus. Man muss das für sich ein Stück weit sortieren und dann auch schnelle Entscheidungen treffen, loslegen. Ne? Jetzt nicht ewig lange warten an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade so für die Kleineren. Ne? Ich meine, das bietet ihr ja teilweise auch an, dass man sich einen holt, der so ein bisschen den Überblick hat. Ja. Weil das haben wir auch oft, diese Diskussion, so warten ist halt die schlechteste Strategie. Ne? Also so darauf zu hoffen, das sortiert sich jetzt und dann gibt es so einen Best-Practice-Standard. Das wird ja nicht passieren in den nächsten paar Jahren, weil einfach die Innovationsgeschwindigkeit gerade so hoch ist, dass sich das einfach nicht so ergeben wird, gehe ich stark von aus. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig, da irgendwie zu gucken, so wie stelle ich mich auf, weil das jetzt nicht mehr so ein Nischenthema ist, wie es vielleicht mal bei manchen war, sondern eigentlich eins der großen Themen unserer Zeit, die das mit Unternehmen massiv verändern, wie wenige Technologien das vorher getan haben. Vor 5, 6 Jahren waren KI-Projekte noch, da haben sich die KI-Spezialisten vom Unternehmen mit den KI-Spezialisten bei uns im Institut dann zusammengestellt und haben was gemacht. Und heute sitzen wir da mehr oder weniger viel größer und breiter zusammen und das ist auch richtig und wichtig so. Da kommen wir vielleicht zu einem wichtigen Aspekt für das Ganze. Und das ist aus meiner Sicht das Thema Co-Innovation. Also ich glaube, bin fest überzeugt, dass man gemeinsam solche Themen auch angehen muss. Ja. Umso mehr wir in den Mittelstand gehen, umso wichtiger wird das. Und darüber sprechen wir auch nicht seit gestern über Transfer. Ja. Wir haben ja jetzt OWL als Beispiel ja auch als ein sehr potentes Transfernetzwerk, wo viel passiert. Aber ihr macht ja auch viel in der Co-Innovation. Ihr seid ein großes Unternehmen und ihr könnt euch viel Expertise ja selber leisten. Habt sie ja auch. Aber trotzdem ist das ja für euch wichtig, dass ihr sagt, wir brauchen trotzdem irgendwie Projekte, die wir auch gemeinsam machen. Was ist die Motivation dahinter für euch? Genau, das ist gerade im Moment natürlich ganz viel Lernen. Und natürlich klar auch nicht Sachen doppelt zu entwickeln. Also wir haben einmal so das interne Netzwerk jetzt natürlich, wo wir über die Divisionen hinweg gucken, dass wir möglichst Module entwickeln, die dann auch wiederverwertbar sind. Und wir haben natürlich so wie mit euch auch Projekte, wo wir sagen, jetzt geht es so an das Explorative, wo wir sagen, da gibt es jetzt noch keinen Standard, da gibt es keinen Best Practice, sag ich mal. Da muss ich halt eigene Entscheidungen treffen. Ne? Da muss ich vielleicht Technologie-Frameworks mal bewerten und eine Entscheidung treffen. Da muss ich so Datenhaltung nochmal hinterfragen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ich sag mal, A, Manpower, B, Knowledge. Ne? Ihr kommt ja auch zum Beispiel aus der Forschung, forschungsnah, ne? Angewandte Forschung. Und der Transfer sehen wir ja auch die Paper, die so rauskommen, wie schnell der Transfer in die Praxis gerade da stattfindet. Und deswegen ist, glaube ich, Co-Innovation da ganz essentiell, dass man jetzt nicht, ich sag mal, nur hinterher rennt, ne? Sondern auch vorne weg ist. Und ist ja einfach seit Jahren schon so, jetzt zu glauben, die Technologie selber zu beherrschen, ist ein Irrglaube, sondern auch Partner wie eine Microsoft und Co., den muss man halt strategisch nutzen. Also auch als Engineering-Unternehmen, was wir ja historisch immer gerne alle gemacht haben, Sachen selber zu entwickeln, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil die Zeit einfach so schnell läuft. Also Copilot, bestes Beispiel, wer glaubt, der könnte gegen einen Copilot anprogrammieren als Unternehmen, bei den Investments, die da fließen, ist einfach utopisch. Ne? Und das ist so auch diese Strategie, die wir fahren. Also immer so gucken schon, was sind Standard-Tools, wo gehen wir drauf? Was sind Eigenentwicklungen, die dann aus so Co-Innovation-Ansätzen auch oft kommen? Und ich glaube, ganz wichtig, damit leben können, dass das, was wir heute entwickeln, morgen obsolet ist, weil doch ein Standard-Tool kommt, was mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zumindest heute eintreten kann, weil das wird passieren. Ne? Trotzdem sehen wir halt, der Weg dahin ist genauso wichtig, weil auch so jetzt Copilot, deswegen zitieren wir das gerne so oft, naja gut, ich lerne halt auch bei einem Copilot, wie ich einen Prompt schreibe, wie ich mit einem LLM interagiere an der Stelle. Dann verstehe ich auch, wie die anderen Tools funktionieren und das ist aber dieses Grundenablement. Ne? Genau wie da, wo ich sage, okay, jetzt haben wir vielleicht gewisse Zeit mal investiert in ein Projekt, stellen in einem Jahr fest, das gibt es jetzt von der Stange, sag ich mal, ne? Aus dem Store irgendwo, was auch immer. Dann haben wir trotzdem ganz viel gelernt und das enabled uns halt, diese Tools auch zu nutzen. Das muss man, glaube ich, lernen, weil früher war das ja mal so wie der Fehlschlag, jetzt haben wir was entwickelt und jetzt gibt es das schon. Das löst sich so ein bisschen auf, das verschwimmt so ein bisschen einfach. Ja, definitiv. Jetzt vielleicht so zum Abschluss, du bist ja eigentlich vom Fach, das kann man so sagen, aber du hast natürlich jetzt, wie ich finde, so eine beneidenswerte Position bei dem großen Maschinenanlagenbau, beim großen, auch erfolgreichen Unternehmen über die letzten Jahre, aber so ein Thema wie KI da voranzutreiben, ist natürlich eine tolle Geschichte. Wie kommt man dahin? Ja, das war, wie du schon sagst, ich bin jetzt vom Hintergrund, also ich habe Mechatronik studiert, dann intelligente Systeme Master, weil ich es einfach mal schon spannend fand, hey, so Intelligenz, Maschinenintelligenz, wie funktioniert das? Und dann war das so ein Werdegang, okay, habe dann erstmal in der Automation damals angefangen, weil ich es auch cool fand, okay, wie immer, Machine Learning braucht Daten, wo kommen die eigentlich her, ne? Wie automatisieren wir die Maschinen? Und bin dann so über die Jahre halt in den Digitalisierungsbereich gewechselt und jetzt war das dann vielleicht auch ein bisschen Glück manchmal, dass man an der richtigen Stelle ist. Auch dazu, ne? Dass wir jetzt natürlich sehen, okay, jetzt neben den Machine Learning-Themen, maschinennah, die wir jetzt vorher auch immer schon gemacht haben, ist KI halt so das große Thema. Und dann haben wir gesagt, gut, ne, jetzt haben wir zum Glück diese divisionale Funktion bei uns, die das auch übergreifend bearbeitet. Und es ist halt ein übergreifendes Thema, also macht es halt Sinn, das da auch zu platzieren. Und das ist, glaube ich, das große Glück, was ich habe, dass man auch sagt, klar, es ist jetzt schwierig, da mitzuhalten und, aber es macht genauso viel Spaß, weil man einfach auch sieht, wie schnell das Effekte bringt.
ne, wie schnell so Tools, die man dann einführt, auch einfach für viele, viele Leute einen Effekt bringen. Ja. Und das macht es natürlich dann schon ziemlich interessant und natürlich auch herausfordernd, aber es lohnt sich. Ne? Und es ist schon eine sehr spannende Reise. Ich wünsche dir persönlich aber natürlich auch als Unternehmen auch eine Kooperation, muss ich ja schon sagen, uns natürlich viel Erfolg, dass wir da gut vorankommen. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich jetzt mittlerweile schon viele getroffen, die eine ähnliche Position haben. Also es scheint doch bei den Unternehmen spannend zu werden und deswegen gucken wir mal, dass wir noch stärker mal gucken, was auch andere Unternehmen machen und würden das auch hier im weiteren Tech Talks natürlich teilen. Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.